Daniel, was hast du denn da? Frank, das ist mein neuer Raptor 6S, siehst du doch. Den habe ich auch im Warenkorb. Ist klasse, oder? 90 Klamotten aufgeladen. Da musst du dich aber ganz schön konzentrieren. Daniel, ich glaube, wir sind zum Arbeiten da. Ja, gleich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Rea Elektronik GmbH. Mein Name ist Frank. Mein Name ist Daniel. Und wenn Sie sich auch fragen, wo Sie so ein klasse Teil herbekommen, dann bleiben Sie jetzt dran. Wir sind heute zu Gast im Logistikzentrum der Konrad Elektronik. Konrad steht seit 1923 für Elektronik und Technik. Ich dachte, die machen nur Modellautos und Akkuladegeräte, Frank. Daniel, tatsächlich machen die hier viel, viel mehr. Im Geschäftskundenbereich ist Konrad eine Größe geworden, die nicht mehr wegzudenken ist. Ob Einzelkomponenten, Standardgeräte, aber auch Spezialgeräte und maßgeschneiderte Services. Hier bekommt der Geschäftskunde alles aus einer Hand. Aber auch im Endkundenbereich ist Konrad aktiv und lässt Technikherzen höher schlagen. Das klingt nach extrem vielen Produkten und einer logistischen Herausforderung. Das kannst du glauben, Daniel. Und um so ein Logistikzentrum betreiben zu können, ist die Kennzeichnung von Kartons extrem wichtig und stellt eine Schlüsselfunktion dar. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns heute mal genauer an. Deshalb unser Thema heute: Kennzeichnung in der Logistik. Servus Armin, grüß dich. Hallo Frank. Hi. Hallo Daniel. Schön, dass es geklappt hat. Armin, sag doch bitte unseren Zuschauern kurz, wer du bist und was du hier bei Konrad machst. Ja, gerne. Mein Name ist Armin Tischler und ich bin hier in der Funktion Director Supply Chain, verantwortlich für alle Bereiche und Prozesse von der Kommissionierung bis zum Warenausgang. Ich sehe hier eine Riesenabteilung. Ich stelle mir die Frage, was habt ihr hier für einen Ausstoß? Wir produzieren hier pro Tag um die 50.000 Pakete, die wir auch an die Transportdienstleister übergeben. In der Spitze sogar 75.000 Pakete am Tag. Und wo liefert ihr da überall hin? Die Zielorte sind in Deutschland, in Europa, am Ende aber die ganze Welt. 75.000 Sendungen, unvorstellbar viel. Da braucht es so ein richtig ausgebufftes System, um das zu heben, oder? Ja, wir haben tatsächlich einen sehr hohen Grad an Automation. Das heißt, hier arbeiten keine Menschen mehr? Ja, ganz im Gegenteil. Der Faktor Mensch spielt hier im Unternehmen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Konrad ist ein Familienunternehmen, seit fast 100 Jahren bestehend, und es hat und wird immer Menschen geben. 75.000 Sendungen haben im Zweifel ja auch 75.000 Bestellungen zur Folge. Das ist eine große Menge. Wie handelt ihr das? Die Bestellungen kommen auf überwiegenden Wege digital rein in unser System. Das kann sein konrad.de, unser Shop. Das können E-Procurement-Anbindungen sein. Und wir bieten aber auch Lösungen an für kleinere Kunden, die kein eigenes ERP-System haben. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich fürchte nur, dass sich unsere Zuschauer das schwer vorstellen können. Siehst du eine Möglichkeit, dass wir uns da mal den Prozess von A bis Z angucken können? Aber klar. Können wir da vielleicht sogar eine richtige Bestellung machen als Rea-Jet, die wir dann tracken können? Ja, das machen wir. Am besten, ihr kommt gleich mal mit. Dann los. So Armin, dann wollen wir doch mal eine Bestellung bei euch im Haus platzieren. Ja. Dazu nutzen wir eure zur Verfügung gestellte Software namens Konrad Smart Procure. Das ist eine Software, die man nutzen kann, wenn man kein eigenes ERP-System hat. Und auf mich macht schon mal einen sehr bedienerfreundlichen Eindruck, weil ich komme nämlich damit zurecht. Jetzt sehe ich, dass unser Techniker, der Timo, hier schon eine Bestellung vorbereitet hat. Da gucke ich aber noch mal kurz drüber. Und es ist auch gut, dass wir noch mal drüber gucken, weil er bestellt 100 Crimpzangen. Keine Ahnung, was er damit vorhat, aber den Zahn ziehen wir ihm jetzt hier sofort und gleich. Das ändern wir mal auf 2 Stück um. So, dann würde ich sagen, nehmen wir noch mal unser Sensorkabel mit dazu. So, hinzufügen. Und für den Kameramann gibt es ein neues Akkuladegerät. Das machen wir auch noch mit rein.
Zack. Und jetzt habe ich hier diese 3 Positionen und gehe auf den Button Einkaufswagen übertragen. Und das war's schon. Genau, Daniel. So einfach ist es. Das Ganze wird jetzt in unser System übertragen und steht wenig später auch in der Logistik zur Verfügung. Und hier macht sich dann ein Karton auf die Reise, der dann mit dem ReaJet-System mit einem Barcode besprüht wird. Und warum macht ihr das? Der Barcode verheiratet praktisch den Karton mit der Bestellung. Das klingt aber romantisch. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Fakt ist, dass der Karton und die Bestellung jetzt unzertrennlich sind. Warum druckt ihr denn überhaupt einen Barcode auf den Karton? Wir haben sehr viele Fördertechnik hier im Haus, in der Logistik im Einsatz. Und da sind auch sehr viele Scanner montiert. Und damit der Karton an die richtige Stelle transportiert werden kann, müssen die Scanner den Karton natürlich identifizieren können. Und dazu braucht es Barcodes. Das macht absolut Sinn. Warum druckt ihr noch Zahlen und Buchstaben hinzu? Neben den Scannern haben wir auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gucken müssen, wenn mal irgendwas nicht so gut läuft oder wenn auch mal irgendwas nachgeguckt werden muss. Und die tun sich natürlich mit einem Barcode schwer. Die brauchen das Ganze in Klarschrift als eine Art Human Readable. Okay. Was Frank und mich immer interessiert, warum habt ihr euch für ReaJet entschieden? Naja, eigentlich hat euch ja der Anlagenbauer mitgebracht. Oh, das hört man öfters in letzter Zeit. Aber tatsächlich ist es so, ihr seid ein zuverlässiger Partner in der Nähe, habt Lösungen parat, wenn wir die brauchen. Wenn es zum Beispiel um eine Schnittstellenanpassung geht für ein Problem bei uns, dann ist das ruckzuck umgesetzt und das ist genau das, was wir brauchen. Und ganz ehrlich, wir waren in der Zwischenzeit nach unserer langen Partnerschaft auch schon mal auf der Suche, was es da noch auf dem Markt gibt. Warum macht ihr denn sowas? Naja, man guckt sich halt mal um, aber die Suche war nicht von Erfolg gekrönt, sodass ReaJet weiterhin ein zuverlässiger Partner bei uns bleibt. Vielen lieben Dank, das freut uns natürlich zu hören. Jawohl. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen uns mal auf den Weg und gucken uns das mal vor Ort alles an. Gerne. Wir sind jetzt hier am Kartonaufrichter. Hier wird die Verpackung das erste Mal bedruckt, sprich unsere Bestellung wird mit der Verpackung verheiratet. Wir sind hier beim Gerhard. Gerhard, grüß dich. Hallo Daniel, hallo Frank. Gerhard, sag doch unseren Zuschauern kurz, wer du bist und was du hier bei Konrad machst. Ja, mein Name ist Gerhard Mader. Ich bin hier angestellt als Leading Expert Supply Chain und bin unter anderem verantwortlich für die Technik. Hier bei Konrad hat man sich für einen ReaJet GK 2.0 entschieden. Sag uns doch ganz kurz, warum der GK? Ja, der GK hat für uns 2 entscheidende Vorteile. Zum einen haben wir hier durch den Direktdruck die Möglichkeit, auf einer Höhe von 50 bis 100 mm den Barcode direkt aufzudrucken. Das heißt, er ist stufenlos. Zum anderen verwenden wir hier eine Tinte, die exzellent mit Kartonagenpapier zusammenarbeitet. Das bedeutet wiederum, die ist schnell trocknend und ist auch später in der Anlage kontrastreich und sehr gut lesbar. Du als Logistikprofi, wie bewertest du ein Direktdruckverfahren im Vergleich zu konventionellen Kennzeichnungsmethoden? Ich würde das System als kosteneffizient einstufen, einfach aus dem Grund, weil wir hier kein Trägerpapier wie zum Beispiel ein Etikett benötigen, sondern wir drucken eben direkt auf den Karton auf und haben somit keine weiteren Kosten. Wenn du Verfügbarkeit und Wartungsintensität beurteilen müsstest, wie würde dein Urteil ausfallen? Ja, das System würde ich als sehr wartungsarm einstufen. Das bedeutet, einmal sauber an die Anlage installiert und dann läuft es mehr oder weniger problemlos. Hervorzuheben ist das Wartungsmodul. Das Wartungsmodul saugt austretende Tinte sofort wieder ab und bringt es ins System zurück. Also schwarze Tintenflecken am Fußboden sind Geschichte. Genau, sieht man, ist eine saubere Sache. So, der Code ist jetzt aufgedruckt, das sieht auch klasse aus. Wie geht es denn jetzt weiter? Ja, der Karton wird jetzt anhand dem Barcode durchs Haus geroutet und kommt dann drüben am Shuttle-Arbeitsplatz raus und da kommt dann die Ware in den Karton. Und das wollen wir jetzt auch noch sehen. Gerne. So, wir stehen jetzt hier an einem unserer Shuttle-Arbeitsplätze und hier wird jetzt der Karton, den wir gerade vorhin gesehen haben, der besprüht worden ist mit diesem Barcode, auch gleich ankommen. Wenn der Karton hier an diesem Arbeitsplatz ist, wird auch zeitgleich die Ware ausgelagert dazu, die ihr bestellt habt. Und über diesen Computerdialog bekommt die Mitarbeiterin die Info, welche Ware in welcher Menge zu entnehmen ist. Der Zielkarton, wo die Ware hinkommt, wird angezeigt durch diese Lichter, dieses sogenannte Put-to-Light-System. Und wenn die Ware im Karton dann platziert ist,
fährt der Karton auch weg in Richtung unseres Warenausgangs. Und da schauen wir am besten jetzt mal hin. Armin, sag uns, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wir sind jetzt hier am Ende in der Logistik. Wir haben gesehen, wie der Karton verschlossen wurde, wie das Paket ein Etikett bekommen hat. Und am Ende wird eure Bestellung jetzt hier verladen, dem Transportdienstleister übergeben und macht sich auf die Reise zu eurer Adresse. Und warum etikettiert ihr hier und druckt nicht auch direkt auf den Karton? Ja. Wir versenden ja nach Deutschland, nach Europa, in die ganze Welt. Dabei sind viele Transportdienstleister im Spiel. Es gibt ganz viele Anforderungen. Hier gibt es auch noch die ein oder andere technische Restriktion. Und deswegen verwenden wir immer noch ein Etikett. Ich habe gesehen, dass der Etikettierer leider nicht aus dem Hause Rea ist. Ich frage für einen Freund, was ist da passiert? Dann richte deinem Freund mal einen schönen Gruß aus. Da werden wir bei unserer nächsten Investition drüber sprechen. Die Grüße nehme ich gerne mit. Alles klar. Jetzt sehe ich gerade, hier kommt euer Karton runter. Den nehmen wir jetzt mal gleich mit. Ja? So, und da ist es. Bitte sehr. Vielen Dank. Viel Spaß damit. Und ich würde sagen, das bringen wir persönlich nach Waschenbach. Timo wird sich freuen. Also, auf geht's. Frank, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich geht heute schon wieder ein spannender Tag zu Ende. Die Professionalität in den einzelnen Prozessschritten im Hinblick auf die Automatisierung hier bei Conrad Elektronik hat mich zutiefst beeindruckt. Auch der Ausbau der Sourcing-Plattform im B2B-Bereich ist absolut der richtige Weg. Hier findet man alles für den täglichen Betriebsalltag. Und ganz ehrlich, bei 6 Millionen Produkten, da ist für jeden was dabei. Sie sind auch Logistiker und müssen Helpercodes drucken, wie das hier bei Conrad passiert. Sie haben auch schon mal drüber nachgedacht, Etiketten mit Druckern zu substituieren. Oder aber Sie setzen voll auf Etikettierung und suchen einen Systempartner, bei dem Sie alles aus einer Hand bekommen. Da kommen wir sehr gerne bei Ihnen vorbei und unterstützen Sie in dem Prozess. Wir sagen danke fürs Zusehen. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Kennzeichnungsprofis vor Ort.